Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den M2 Competition und zwar um das Thema Stabilisatoren. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Front- als auch den Heckstabilisator zu tauschen. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist sowohl der Standard, also der normale Stabilisator vom M2 aus der Front und der Stabilisator aus dem Zubehör bzw. von H&R in dem konkreten Fall für die Hinterachse. Warum zeige ich euch jetzt Stabilisator Vorderachse gegen Hinterachse? Ganz einfach, die Hinterachse werde ich nicht selber den Stabilisator wechseln. Ich habe mir das angeschaut. Das ist relativ komplex. Da muss die gesamte Hinterachse ausgebaut werden und deswegen lasse ich das tatsächlich bei BMW machen, denn man braucht auch Spezialwerkzeug, man muss die Kardanwelle abstecken und so weiter und so fort. Das heißt, heute werde ich euch nur zeigen, wie ihr den vorderen Stabilisator wechseln könnt und den hinteren Stabilisator, da werde ich dann einfach in einem anderen Video nochmal Bilder zeigen, wie der dann nachher verbaut ist und wo der verbaut ist. In dem Video zeige ich auch nochmal, wo der originale Stabilisator an der Hinterachse verbaut ist. Aber wie gesagt, das jetzt mal nur so zum Einstieg. Die beiden Stabilisatoren kann man jetzt nicht 1:1 vergleichen, weil eben der schwarze Stabilisator der Originalstabilisator der Vorderachse ist und der blaue der Stabilisator von H&R für die Hinterachse. Jetzt geht es aber los mit dem Tausch des Stabilisators von der Vorderachse. Das ist jetzt also der Stabilisator für die Vorderachse. Der Stabilisator für die Vorderachse, ich habe ein komplettes Set gekauft und das komplette Set beinhaltet den Stabilisator für die Vorderachse, die beiden neuen Gummibuchsen für die Vorderachse als auch den Stabilisator für die Hinterachse und auch dort wieder die Gummibuchsen. An dem Vorderachsstabilisator ist es so, haben wir zwei Möglichkeiten der Befestigung. Das variiert dann nachher die Härte des Stabilisators. Der erste Schritt ist jetzt analog zu einem Ölwechsel, beziehungsweise bei einem Ölwechsel müsst ihr das eigentlich nicht tun, aber wenn ihr jetzt dort vorne zum Beispiel euch irgendwas in den Motorraum gefallen ist und das ist nicht unten wieder rausgepurzelt, dann wäre das jetzt eben auch die gleiche Vorgehensweise, um an das in den Motorraum gepurzelte heranzukommen. Das heißt, wir nehmen hier unten diese Schutzwanne ab. Das ist so ein Schutzblech, was insgesamt unten die Unterseite des Motors schützt, also sprich die Ölwanne. Und das ist uns jetzt im Weg, um an den Stabilisator zu kommen. Das ist also das Erste, was wir jetzt hier lösen müssen. Das ist auch analog zu dem, was ich beim Ölwechsel gemacht habe. Eigentlich ist es nicht notwendig, aber beim Ölwechsel habe ich eben einmal sicher gehen wollen, beziehungsweise auch rein informativ, wollte ich einfach schauen, was ist denn da drunter und habe es deswegen abgenommen. Wie gesagt, für einen Ölwechsel müsst ihr das eigentlich nicht tun. Für den Stabilisator muss es aber auf jeden Fall entfernt werden. So, jetzt wo die Abdeckung entfernt ist, können wir den Stabilisator sehen. Der Stabilisator ist links als auch rechts mit den Koppelstangen verbunden, also mit der linken und der rechten Koppelstange. Dann ist er hier an der Fahrzeugfront über so ein U-Profil mit zwei Schrauben bzw. mit zwei Muttern gesichert. Und wir müssen jetzt sowohl die Verschraubung an der Koppelstange als auch die Verschraubung vorne am Chassis lösen, um den Stabilisator tauschen und ausbauen zu können. Hier jetzt ein Blick auf die Hinterachse. An der Hinterachse dasselbe. Auch hier ist der Stabilisator mit der Koppelstange verbunden, allerdings eben diesmal nach oben gerichtet. Dann verläuft er hier ganz hinten oben, oberhalb dieses Käfigs für das Differential. Da läuft er in diesem Käfig dann durch, von links nach rechts oder von rechts nach links, je nachdem wie man es sieht. Hier oben, das kann man jetzt ganz schwer erkennen, ist dann an diesem Käfig auch wieder so ein U-Profil, mit welchem der Stabilisator an diesen Käfig befestigt ist. Und genau das ist das Problem. Das bedeutet, um den Stabilisator da oben lösen zu können, muss man die gesamte Hinterachse ausbauen. Das heißt, die Achsen abstecken, die Kardanwelle lösen, diesen gesamten Käfig, in dem das Differential aufgehangen ist, absenken. Und für all diese Tätigkeiten braucht man
laut BMW eben Spezialwerkzeug. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und mich deswegen dann dafür entschieden, das nicht selber zu machen. Später ist das noch ein bisschen ausgeartet bei BMW dann, denn scheinbar gibt es 2 verschiedene Typen von Differential und ich habe das Differential auch noch in dem Aufwasch gleich tauschen lassen und dann braucht ihr auch noch eine neue Kardanwelle. Das erzähle ich aber in einem anderen Video. So, nach dem kurzen Abstecher an der Hinterachse geht es jetzt an der Vorderachse weiter. Das nächste, was ich jetzt mache, nachdem ich die ganzen Verkleidungsteile abgenommen habe, ich löse die Verbindung zwischen Stabilisator und Koppelstange. Das mache ich rechts und links. Und im nächsten Schritt löse ich dann den Stabilisator selbst auch nochmal, der vorne ja verschraubt ist. Und dann kann ich den Stabilisator komplett entnehmen. So, das sind jetzt beide Stabilisatoren, sowohl der Originalstabilisator als auch der H&R-Stabilisator. Was ich jetzt machen muss, ist diesen U-Halter bzw. diese U-Klammer vom Originalstabilisator zu lösen, denn die werde ich weiterverwenden und lediglich die Gummibuchse, die wird eben erneuert. Dazu packe ich das Ganze jetzt mal auf die Werkbank. Hier jetzt nochmal ein Blick auf den Originalstabilisator, denn hier fällt etwas auf. Der verjüngt sich, der ist also außen so circa 28 mm und in der Mitte nur 24,6. Und das ist bei dem Stabilisator von H&R nicht der Fall. Der hat eine durchgängige Dicke, das zeige ich auch gleich. Hier jetzt nochmal, wie ihr diese Gummi-Einlagen entfernen könnt aus dem U-Profil. Die sind einfach zweigeteilt. Hier mit einem flachen Schraubenzieher dazwischen gehen und das Ganze dann raushebeln. So kommt ihr da wunderbar hin und macht nichts kaputt. Und wenn ihr die dann rausgehebelt habt, wie gesagt, das sind einfach nur 2 Hälften, die man mit einem Schraubenzieher da raus, ich will jetzt nicht sagen brechen, aber eben rausbekommen kann. Und diese neue Gummischelle, die von H&R dabei ist, die hat eine Öffnung an der Seite und die kann man dann verwenden, um eben die Original-Gummischelle zu ersetzen, beziehungsweise diesen Dämpfer oder diese Polyurethan-Buchse. In dem Fall ist es kein Polyurethan, sondern eben Gummi. Es gibt aber auch Polyurethan-Buchsen, wenn ihr es nochmal ein bisschen härter haben wollt. Das also als Information, wie ihr das da rausbekommt, diese beiden Hälften. Jetzt hier den H&R-Stabilisator. Wie gesagt, der Originale verjüngt sich ja. Der H&R-Stabilisator hat eine durchgängige Dicke von 30 mm. Das merkt man auch am Gewicht. Wenn wir den dann nachher mal vergleichen vom Gewicht her, der ist also deutlich schwerer als der Originalstabilisator. Hier jetzt die Montage der neuen Gummibuchsen am H&R-Stabilisator. Wie gesagt, die haben eine Öffnung an der Seite, die einfach ein bisschen aufbiegen und dann diese Buchse über den Stabilisator schieben. Das Ganze müsst ihr von außen machen, sodass diese Nut, die sich dort befindet, dass die Buchse also von außen, von der Außenseite des Stabilisators in Richtung Nut geschoben wird. Und das ist die richtige Orientierung. Jetzt nochmal der Gewichtsvergleich. Der Originalstabilisator wiegt 3,7 Kilogramm. Das ist also relativ leicht. Und der H&R-Stabilisator für die Vorderachse wiegt tatsächlich 8,1 Kilogramm. Das ist also echt ein Brummer. Den Unterschied merkt man auch. Jetzt montiere ich das Ganze wieder am Fahrzeug. Erst einmal nur so trocken, um zu gucken, ob das alles passt.
so wie ich das aktuell eingestellt habe. Und wenn ich das dann jetzt alles so grob passend habe, gehe ich her und montiere wieder diese U-Profile und dann werde ich den gesamten Stabilisator inklusive U-Profile am Fahrzeug wieder verbauen. Wichtig ist hier, an den Koppelstangen verwendet ihr in Bezug auf das Drehmoment 56 Newtonmeter und für diese Muttern, die den Stabilisator an der Vorderachse halten, beziehungsweise hier vorne an der Front des Fahrzeugs halten, verwendet ihr 28 Newtonmeter. Das sind die Originalangaben von BMW. Wie gesagt, 28 Newtonmeter für die Muttern, die ich jetzt hier gerade befestige, wo mir eine weggefallen ist, und 56 Newtonmeter für die Befestigung an der Koppelstange. Der ist ja einstellbar. Wenn ihr ihn an dem äußersten Einstellpunkt befestigt, ist er weicher. Wenn ihr an dem innerliegenden Einstellpunkt befestigt, ist er härter. Ich habe jetzt den äußerliegenden Punkt verwendet, sodass er in der etwas weicheren Einstellung ist. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!